Mozambique, Angola, Rwanda, Nigeria, Morocco, Tunisia and Ghana. A true born African. Das Wasser für alle, besonders Trinkwasser, muss zugänglich für alle Menschen. Aber glücklich sind wir auch, dass wir in Österreich einen Chemiker getroffen haben. Und der Chemiker hatte auch diese Kompetenz, uns dabei zu begleiten. Das sind Systeme, die schon vorhanden sind und bilden neue Systeme, die effizienter und günstiger sind als wie die. Ja, wir sehen diese Frauen, die Seife mit Steinen produzieren. Ja. Und da haben sie sich gefreut, schönes Wasser zu haben, damit eben das Produkt nicht mit dem schmutzigen Wasser produziert wird. Aber da gleichzeitig von diesen Frauen, die sind 3000 Frauen, die in 80 Groupements zusammen sind und jede hat eine eigene Aktivitäten. Und diese 20 Cent der Franc CFA, die sie verkaufen, werden auch ihre Aktivitäten fördern und dann weg mit den Steinen zu hauen wie vorher. Tun wir in einem Rahmen von einer Kampagne. Und wir gestalten die erste Kampagne mit dem Wasser. Media für Entwicklung. Wir als Journalisten, besonders wir als Radio Afrika aus Österreich, sind wir entschlossen, unser Know-how für die Entwicklung in Afrika zur Verfügung zu stellen. Wir unterstützen dabei die Diaspora-Mitglieder, dass sie das Know-how nach Afrika exportieren. So, meine lieben Damen und Herren, alle willkommen jetzt gerade im Radio Afrika TV hier im Kulturcafé. Deswegen sage ich ganz einfach eure Begrüßung selber Applaus, oder? Und ein bisschen warm, und ein bisschen warm. Und heute ist ein besonderer Tag für uns, besonderes, weil wir eine Umwanderung von der Entwicklungspolitik jetzt versuchen. Wir sind heute da, weil wir eine von den Programmen, von den Projekten eben gerade präsentieren wollen. Wir sind heute hier, weil wir als Afrikaner eine Veränderung von unseren Gedanken, eine Angebote für alternative Entwicklung, Zusammenarbeit oder Hilfe. Wir sind hier because we say the actual situation of development aids must change. We are here because we say we African, we have also to be for Africa. But the problem that we have, most of the time, why don't we do that? What is the problem? There is the reason why in this situation, we wanted to discuss first with some expert who has to bring us in a way that we can understand more about the need of this expertise that we, Africa, will have to do now. I want to call somebody who came a little bit late, but not last. I want to call a brother for me, a good friend of Radio Africa, Professor Bodomo. Please come to me. Professor Bodomo is, please, thank you very much, you're welcome. When he was discussing all the, Ibrahim, all African, the time was saying why we don't have in the at University of Vienna all people talking about Africa, even the coordinator of Africa program, there was to be North Africans. And one day, there was a guy sitting maybe in China and waiting for this opportunity to come to read Africa Department, Africa Sciences Department. He is Professor Bodomo from Ghana. Hello, Professor, welcome. Thank you. Thank you, my friend Alexis, and thanks for having you this afternoon. So, yeah. Professor, you are new in Vienna, or now you are no more new? I don't think I can say I'm new any longer, having stayed here for a while. But yeah, in terms of so many things, I'm still new because I don't speak the language. I don't speak German for now. But I invited you today because of your GAD. Mm-hmm. What is GAD? Well, the Global African Diaspora Studies program at the University of Vienna, where I teach, is an initiative that I took on
when I came here as professor of African Studies a few years ago. And it is meant to look at issues concerning how we can study Africans outside Africa. So for us, African studies these days is not only just about the study of Africa itself, but the study of Africa and its relations with other parts of the world. So we study Africans wherever they are, whether they are on the continent or whether they are outside Africa. So the Global African Diaspora Studies program is meant to understand these people and to see how they can contribute to the development of Africa. So, Professor, also you wrote a book about China and some other powers on Africa. Tell us a little bit about it. Yeah, right. Yeah, my latest book is on investments in Africa by the major powers, China, Europe, the European Union, and India. But he's talking about my last but one book, which is on the African diaspora in China. Because many people often talk about Africans in many parts of the world, Africans in Europe, Africans in the US, right? But very few people know that there are lots of Africans also in China. So that was the first time. And my book is the first to look at how these Africans are, what they're doing in China and how they are faring, how they do business with China, and how they connect back to the African continent. So, do we need Chinese? Do we need America? Do we need France? Do we need Austria? Do we need London to develop Africa as the situation now is? Well, nobody should rely only on foreigners to develop themselves. So, yes, we Africans have to be people who must develop Africa, but we need friends. Anyway, there's no person who has just solved all the problems by himself. So to answer your question in a way, we need some kind of, not assistance, but some kind of collaboration with anybody who can help us. And it's not just a one-way direction. We can also help others. But in this contemporary situation that Africa finds itself in, we need help from some people without just folding our hands and staying alone and staying there. We need this kind of help that can help us leverage our development. But in your investment policy, you criticize the actual investment policy of international. Oh, yes, I do. I mean, investment is a topic that has advantages and disadvantages. I just mentioned now that there's no country in the world that doesn't need investment. Even Austria, as developed as it is, needs foreign investment. Even America, the US as it is, needs foreign investment. China invests a lot in America. So yes, foreign investment is a good thing, but it has its disadvantages. If we do not handle foreign investors well, we will have a lot of bad things happening in our society. For example, our environment. If we do not handle foreign investors well, our environment, there will be environmental degradation. And there are cases in which people have gone to Africa and cut down our trees and spoiled our rivers, polluted our rivers. So that kind of investment is not allowed, should never be allowed in any part of the world, especially in Africa. So yes, investment is not always good. And investment can also let you give away the fundamentals of your economy to these investors. So investment must be a very responsible thing. So there is a need to change? Of course. In which area? Well, I just mentioned that we cannot allow people alone to just develop for us. We have to develop ourselves. And so therefore, that initiative, African, my book, at the end of my book, I mentioned that that Africans have to get onto the driving wheels themselves. We have to get into the machine, into the car, and drive ourselves. What does that mean? It means that Africans have to initiate things like you're doing. For example, moving away from investment for now, one of the things we have in terms of development assistance is what is called ODA. That is official development assistance. What is ODA? ODA is a kind of one-line budget that governments of different countries, like the US, like
the EU or even Austria gives to governments in Africa as development. Now, that kind of approach is not the best. We cannot rely on ODA, on development assistance, on aid, that's called development aid alone. In fact, development aid has its disadvantages as well, because development aid gets the government, it can cause corruption even in Africa. So development aid doesn't get to the people who need it most. Yeah. Development aid doesn't get, I'll come back to it, development aid doesn't get to the people who need it most, never, at all. So we know this. I can give you there are legendary instances of waste. In fact, it is believed that 10% of all the money that is sent to Africa, only 10% gets to the people who need it. So that's why initiatives like yours, so there are alternatives to development aid, to ODA. One of the alternatives is, for example, investment that I mentioned. The other alternative is remittances. Remittances? The money we send back to Africa to help our people, to help build schools, to help start businesses, and to help in various ways. But that's not also enough. Remittances can also cause, dependency. The kind of work that Alexis and also all of us Africans outside Africa, we need to give back to Africa. We need to find ways to give back to Africa. And we can start programs like this. So these are alternatives. So to answer your question, these kind of projects are alternatives to investment, they're alternatives to ODA, they're alternatives to remittances. So we need, each of us Africans and in communities and in groups need to find ways to go back and initiate projects that can help the African develop. So, meine lieben Damen und Herren, diese Sendung ist nicht nur zuzuhören. Ihr habt das Programm, dann muss man folgen. Kann man schon ja sagen, ich bin einverstanden, oder gar nichts bin ich nicht einverstanden, oder kann sagen, hey, Professor, super. Also, now, wer glaubt, der Professor hat recht oder hat nicht recht? Who think that professor doesn't say true or not? So, there is somebody who says he wants to say something to what the professor says. I just came late, so it's just the last words I heard. It's exactly true. I know that from a charity project in Rwanda. It's outside the cities. Yes. And we started 12 years ago with a medical garden. And it's really tough because when you spend money there, you always have to build up the education for warten. My English is not that good. Fine. Du kannst auch Deutsch reden, kein Problem. Glaubst du, hat er recht gesagt oder nicht recht? Komplett richtig. Also das, was ich jetzt am Schluss mitgekriegt habe, ist 100%ig richtig. Ich weiß es eben aus den Erfahrungsberichten von einer Ärztin, die seit 12 Jahren dort ein Projekt betreut, mit medizinischen Gärten, eben auch mit Wasserversorgung und alles, was dazugehört. Und es ist immer 2 Schritte nach vorne, 1 Schritt zurück. Und was großartig ist, dass Ruanda sich immer mehr weiterentwickelt hat, auch in den letzten Jahren, und auch lokale Geschäftsmänner vor Ort teilweise Verantwortung übernehmen wollen. Nur wir müssen zielgerichteter das Geld dorthin schicken und auch gleichzeitig wirklich dafür sorgen, dass wir die Menschen vor Ort ausbilden, damit das, was wir runterschicken, nicht sinnlos verbraten wird. Also Know-how-Transfer, sein Begriff ist gefallen, oder? Know-how-Transfer. That's the most important thing. Exact. Thank you very much. Somebody want to tell something, or it is finished for this point? Is clear? Go, give me my microphone. Professor, thank you very much. Applaus für Professor. So, it was very, very, very nice. The word is gekommen. Wir mussten selber etwas machen. Jetzt ist er gegangen, aber wenn du eine Frau bist, let me talk. Let you talk. Sorry, Alexis, that I asked late. It's more of a comment as also an answer. I mean, also a question. But stay. Yes, he did. He said the correct thing. Yeah. My question or comment is, we have a lot of this development assistance, as he correctly put it.
what I've always wondered, what has always puzzled me, for example, we want to build toilets for schools in Africa, or you want to improve the agriculture in Africa. Now, in Europe, you'll find that they're using tractors. But when they come there, they want you to do manual labor. When they're putting up toilets for you, they still want to give you pit latrines, and while here they have flush toilets. Why is it that we are not uplifting to the same standard, or we are just, somehow it looks like you're enhancing the poverty and not really solving it, maybe? I don't know. This is my observation. Poverty statt Entwicklung. Aber vielleicht müssen wir es selber machen. Aber vielleicht der nächste Speaker wird uns noch mal das Licht bringen. Und jetzt gerade hole ich auf meine Bühne eine Kollegin, eine Freundin von mir. Und mit dem haben wir Down und Up gemacht. Und wir haben die ganze Zeit über diese selbst machen. Wenn wir nicht wollen, dann müssen wir selbst machen. Und deswegen gerade das Programm heute Africa for Africa as a new development aid system. When Africa are trained, they can do the things themselves. So the question is, who has to do that? Either maybe the only one support we need is to enable us to be independent. Aber Diaspora-Engagement ist nicht eine einfache Sache. Deswegen rufe ich Michael van Sade von VIDC. Er ist eine sehr, sehr gut bekannt von uns, von Radio Afrika. Und VIDC ist eine Organisation, die auch mit Radio Afrika zusammenarbeitet. Wir machen so viele Programme. Und aber dann van Sade kann uns jetzt gerade erklären, diesen Diaspora, wovon wir reden, was ist das da? Wie schaut das aus? Vielleicht eine ganz kurze Vorbemerkung zur Debatte vorher. Ich glaube, es gibt immer eine Überbewertung, was Entwicklungspolitik ist oder was Entwicklungspolitik kann. Also meine Organisation, das VIDC, ist eine entwicklungspolitische Organisation. Aber ich würde nie davon ausgehen, dass die Entwicklungspolitik in der Lage ist, große Krisen, große Herausforderungen alleine zu managen. Man muss sich einfach immer die Größe vor Augen führen. In Österreich 0,24% des BIPs, also des Bruttoinlandsprodukts, ist Entwicklungszusammenarbeit. Das ist nicht sehr viel. Ich habe mir die Zahlen für Kamerun angeschaut, immerhin 3,5% des Incomes sind Entwicklungshilfegelder. Nur 0,9% der Gelder sind Remittances. Also da gibt es schon einen kleinen Hinweis, dass Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfegelder immer noch bedeutsam sind. Die wenigsten Gelder werden, wie Professor Bonomo das gerade gesagt hat, direkt von Regierung zu Regierung vergeben, sondern die gehen schon in Projekte. Das Problem, was es gibt, ist einerseits, dass natürlich große Investitionen, große Handelsabkommen viel größere Auswirkungen haben auf die Entwicklung der Länder als alle Entwicklungspolitik zusammen. Wenn man jetzt Entwicklungszusammenarbeit kritisieren mag, und das tun wir ja manchmal und diskutieren darüber, wie kann man das besser machen, dann ist immer die Frage, wie effizient ist das eigentlich? Funktionieren die Projekte? Die Projekte sind klein. Die Projekte können nicht die gesellschaftlichen Entwicklungen wirklich in einem Maße beeinträchtigen oder beeinflussen, dass sie alle Probleme lösen können. Aber sie können einen Anteil machen. Und da haben wir natürlich festgestellt, dass einige Projekte keine großen Ergebnisse gebracht haben. Hier kommt die Diaspora das erste Mal für mich ins Spiel, weil wir könnten darüber fragen, können wir das Wissen, das Know-how der Diaspora-Organisationen, aber auch einzelner Personen, die in Europa sind, viel besser nützen. Sie kennen die Situation wesentlich besser vor Ort. Das Wasserprojekt, was wir nachher dann noch genauer hören werden, ist genauso ein Beispiel, wo eine österreichische Diaspora-Organisation oder zwei ihr Wissen, was sie in Österreich haben, ihre Verbindungen, ihre Partnerschaften einbringen und die Brücke dahin bauen, wie ist die Situation vor Ort. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene von Diaspora-Engagement hat ganz viel zu tun mit den Veränderungen in unserer Welt. Die Entwicklungspolitik ist immer noch so aufgebaut, wie sie in den 1970er, 80er Jahren entwickelt worden ist. Das heißt, Europa, die USA, wer auch immer die großen Geberländer sind, weiß,
wie wir den Rest der Welt entwickeln müssen. Das war nicht so von wahnsinnig viel Erfolg geprägt. Mittlerweile hat sich die Welt dramatisch verändert. Wir sind viel globaler geworden, viel vernetzter. Und da ist es natürlich auch ganz offensichtlich und wichtig, dass diese Vernetztheit auch genutzt wird. Da gibt es ganz viele Hindernisse, über die können wir nachher auch noch reden, warum dieses Know-how nicht genutzt wird. Aber eins, was sicher ganz zentral ist, ist immer noch, dass es eine Hierarchie gibt im Denken, auch in der Entwicklungspolitik, aber natürlich auch in der Gesellschaft an sich, in der Politik an sich, dass wir wüssten, was besser ist für andere Länder, andere Regionen. Und ich glaube, das ist erstens paternalistisch, aber auch zweitens grundfalsch. Und auch hier kommt die Diaspora natürlich ins Spiel, weil sie können das besser vermitteln. Ein dritter Partner, und den darf man nie vergessen, in jedem Projekt sind natürlich die Menschen vor Ort und ob die jetzt in meinem Fall mehr im zivilgesellschaftlichen Bereich sind. Also ohne das Wissen, ohne die Leute vor Ort macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, Projekte zu machen. Wenn wir als entwicklungspolitische Organisation in eine neue Region gehen, funktioniert es meistens so, dass wir erst mal 1 Jahr, 2 Jahre investieren und versuchen herauszufinden, wer wären denn gute Partner. Mit wem können wir denn da vertrauen? Mit wem kann man denn auf Augenhöhe, das ist unser Anspruch, wirklich gut zusammenarbeiten? Und auch hier hat die Diaspora eine Rolle, weil sie uns natürlich diese Leute vermitteln können. Sie können, weil sie ja Kontakte haben, weil sie Leute vor Ort kennen, als Vermittler auftreten. Und da gibt es ja mittlerweile auch europaweit starke und gute Netzwerke, die auch ein Wissen haben, das über das eigene Herkunftsland oder über die eigene Herkunftsregion hinausgeht. Und dieses Wissen wird in Österreich eigentlich bisher überhaupt nicht abgerufen. So, meine lieben Damen und Herren, ich glaube, so schön ausgedruckt, ich glaube, ich brauche keine Frage zu stellen. Hat jemand einen Comment? Kein Comment. Das Wort Diaspora. Wissen wir überhaupt, was Diaspora ist oder was es bedeutet? Die Diaspora-Definition von der African Diaspora Development Plattform aus Brüssel ist, jeder Mensch mit afrikanischen Abstammungen, der noch irgendeine Verbindung mit dem Kontinent weiterhalten will und da will auch dieses Kontinent zu unterstützen. Bei dem Entwicklungsvolumen, die bringen so viele, 2-mal, 3-mal mehr als Entwicklungshilfe. Die Frage ist aber, Michael, glaubst du, dass irgendwann diese Politik das Diaspora verstanden wird, um als Entwicklungsakteur umzuwandeln? Ja, klar, es gibt ja auch schon europäische Länder, die das machen. Also wir haben in der Schweiz, in Deutschland, in den Niederlanden, in Schweden Programme in der Entwicklungspolitik, die zugeschnitten sind auf die Diaspora-Organisationen. Die haben eigene Fördermöglichkeiten. Das fehlt in Österreich. Österreich ist da halt sehr langsam. Da arbeiten wir seit Jahren und versuchen, die Austrian Development Agency da zu lobbyieren, aber auch unsere NGO-Partner, dass sie sich öffnen, dass sie das Know-how auch nützen. Das geht nicht 1:1, so wie diese Programme zugeschnitten sind. Sie müssen sich die entwicklungspolitische Szene so vorstellen, wie eigentlich große Unternehmen. Also eine Oxfam International, das ist eine der ganz großen, die funktionieren wie ein großes Unternehmen. Die wissen, wie man bei der EU Gelder abholt. Die haben eigene Abteilungen nur für Projektantragstellung, für Finanzabwicklung, dies und das. Dieses Wissen ist nicht von heute auf morgen erlernbar. Die Diaspora und die Diaspora-Organisationen haben dieses Wissen nicht, weil man muss erstmal sehr viele große Projekte oder erstmal mittelgroße Projekte abgewickelt haben, um dann so große Projekte umzusetzen. Also braucht es, wenn man dieses Wissen abholen will, wirklich Programme, die zugeschnitten sind auf die Diasporas. Und wie gesagt, in vielen europäischen Ländern gibt es das. In Frankreich gibt es das auch, habe ich noch nicht erwähnt vorhin. In Österreich fehlt das. Und das ist das, um was wir kämpfen und warum solche Projekte, wie wir sie heute dann noch hören werden, so wichtig sind, dass wir Referenzprojekte haben. In dem Fall, wo 2 Diaspora-Organisationen aus Österreich mit einem
Partner aus der Wirtschaft ein Projekt auf die Beine stellen, weil das zeigt, hey, wir können das, aber es braucht eben auch wieder ein Programm, um das unterstützen zu können. Momentan gibt es kein Programm in der Austrian Development Agency, das ist der Donor, also der Geldgeber in der Entwicklungszusammenarbeit in Österreich, der so ein Projekt unterstützen könnte. Und das ist natürlich ein Riesenfehler, weil wir müssen, also diese Projektförderungen sind immer so zugeschnitten, dass zum Beispiel die Hälfte der abgerufenen Mittel müssen mit Eigenmitteln zugeschossen werden. Ja, das ist zugeschnitten auf die großen spendensammelnden Organisationen wie Caritas und so weiter und so fort. Das kann eine zivilgesellschaftliche Initiative, die noch vor allen Dingen auch von Freiwilligen getragen wird, wie die Projekte von Radio Afrika oder von Teil, so natürlich nicht leisten. Also braucht es einen anderen Zugang, ein anderes Programm und dafür werben wir. Und ich glaube, das wäre sehr notwendig und würde, glaube ich, die österreichische Szene sehr nachhaltig beleben und auch gute Ergebnisse hervorbringen. So, meine lieben Damen und Herren, ich glaube, der Michael van Stade hat einen Applaus verdient, oder? Der Michael sagt uns, ja, Entwicklungspolitik gibt es, aber groß geschnitten. Und es gibt kein Programm überhaupt, die auch diesen die Initiative der Diaspora gerade unterstützen können. Also wir sind in einer Situation, wo wir überlegen, was machen wir dann? Sollen wir zuschauen oder müssen wir Initiative ergreifen? Wir wollen diese Frage nicht jetzt beantworten, weil wir zuerst eine schöne Stimme hören wollen. Und diese Stimme ist eine hübsche Frau. Und diese hübsche Frau kommt zu mir, die Nama. I've known it from the start, but yet my love is such, I can't control my heart. I love you much too much. I ask myself what for. But darling, when we touch, I love you more. Maybe I hold your heart too tightly, but who am I to say if I should hold it much more lightly? It might slip away. Ich hab dich zu viel lieb.